Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe Kursstufe. Diesmal mit dem Betrag eines Vektors und ja, was euch der bringt, das verrate ich jetzt noch nicht. Ihr seht hier schon, wie man ihn ausrechnet, ist eigentlich total einfach, wirklich. Also die Wurzel eines Vektors, also die Wurzel aus einem Vektor, na, ich schreibe da vorne dran noch was, das ihr gleich noch sehen werdet. Allerdings muss ich da erstmal suchen. Da. So. Der Betrag eines Vektors ist die Wurzel aus dem Vektor und die berechnet sich, indem man einfach jede der einzelnen Koordinaten quadriert, damit sie positiv werden, dann wieder daraus die Wurzel zieht. Eigentlich keine besonders schwere Sache. Ich mache euch das mal kurz vor. Sagen wir haben den Vektor Moment. Dass man das alles extra einfügen muss, ist zwar nicht schön, aber leider ist es so. Und ich kann es nicht ändern. So, also man berechnet das, indem man jetzt erstmal Wurzel 1 Quadrat ist 1 plus 2 Quadrat ist 4 plus 3 Quadrat ist 9. So. Und das wäre dann Wurzel aus 14. Ja. Was passiert, wenn wir jetzt hier Minus haben vorne dran? Der Betrag ist ja immer positiv. Wurzel minus 2 zum Quadrat ist auch wieder plus 4, das heißt, da kommt genau dasselbe raus. Das heißt, wenn ich hier überall das Minus vorne dran habe, es macht nirgendwo einen Unterschied. Das ist das Tolle dran, denn ein Betrag ist ja immer positiv. Und in diesem Fall ist es noch viel mehr. Der Betrag eines Vektors ist nämlich gleichzeitig die Länge eines Vektors. Also ihr habt ja letztes Mal das Bild hier gesehen. Ihr habt den Punkt hier und den Punkt und ihr wollt unbedingt wissen, wie lang die Seite A ist. Ihr habt aber nur den Vektor. Oder von mir ist auch die Punkte und könnt daraus den Vektor machen. Aber ihr wisst immer noch nicht, wie lang diese Seite ist. Die Seite ist einfach, ihr nehmt den Betrag von dem Vektor A, so wie wir es hier gemacht haben. Sagen wir, das ist Vektor A. Oder auch ohne Minus, mir egal. Ähm, dann bekommt ihr hier das da raus. Und die Länge von eurer Seite ist Wurzel 14. Und fertig. Klasse. Dann wisst ihr, wie lang diese Fläche ist. Und könnt dann relativ easy, entweder mit Skalarmultiplikation oder eben ähm, mit eurer Länge von diesem Vektor die Fläche ausrechnen und noch ganz viel mehr machen. Ja. Jetzt wisst ihr, wie man den Betrag eines Vektors rauskriegt und die Länge eines Vektors ist ja der Betrag. Jetzt wollte ich euch noch den Einheitsvektor zeigen. Der Einheitsvektor ist ein Sonderfall. Ich kann es leider nicht löschen, sonst ist gleich die ganze Formel wieder weg, das möchte ich nicht. So, wir haben rausgefunden, ja okay, sagen wir, ja, der Vektor a hat die Länge 3. Ein Einheitsvektor hat immer exakt die Länge 1. Und das werdet ihr noch ein paar Mal brauchen, wenn ihr zum Beispiel wisst, wie weit etwas entfernt ist, aber nicht in welche Richtung oder sowas. Dann macht ihr folgendes. Ne, nicht Wurzel, ich wollte Betrag. Ich kopiere das einfach mal hier. Füge das hier ein. Inklusive dem Vektorpfeil bitte. Das ist natürlich ziemlich viel, was da, also 1 durch bla bla bla. Das ist natürlich schon so eine Sache. So. Was habe ich hier gemacht? Oh mein Gott. So. Wir nehmen an, dass der Vektor a die Länge 3 hat. Okay? Also ist jetzt egal, was für ein Vektor das ist, aber wir nehmen an, er hat die Länge 3. Dann ist das unten unter dem Bruch. Ist ja 3 dann. Das heißt, wir schreiben hier ein Drittel vorne dran.
mal Vektor a. Und ihr seht, jedes Mal, wenn wir den Vektor a gehen, oder halt hier ein Drittel Vektor a gehen, dann gehen wir exakt 1 vorne dran, also einen Schritt weiter. Also nur 1 von der Länge her. Wenn es die Länge aber Wurzel was weiß ich was ist, auch hier gehen wir dann immer einen einzigen, also mit der Länge 1, zum Beispiel in Zentimeter oder in Meter, was auch immer ihr als Maßstab nehmt, ähm, auf unserem Blatt weiter. Das heißt, ihr habt jetzt hier einen Vektor kreiert, der immer noch in dieselbe Richtung zeigt wie euer ursprüngliches a, aber nur noch die Länge 1 hat. Und das braucht ihr manchmal. Für was genau, das werden wir dann noch sehen. Aber merkt euch einfach das Verfahren, auch das hier oben, das ist sogar noch wichtiger. Also wie man Betrag macht, das sollte euch in Fleisch und Blut übergehen. Ja, das war's dann auch schon wieder. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann.